Es gibt ja irgendwie immer was zu schrauben und ich habe euch versprochen, im Auto-Hub werden wir in der Zukunft mehr schrauben. Und dafür habe ich mir ein Projektfahrzeug gesucht, bei dem am besten die Arbeit nie ausgeht. Nur so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich darf euch vorstellen, den Golf. The Mighty Golf 4. Das ist ein 4er Golf, Baujahr 2000. Das heißt, der wird dieses Jahr im Sommer, wird er nochmal nachschauen, doch dieses Jahr im Sommer wird er 20 Jahre alt, ist also schon volljährig. Und unter seiner Haube bitte einmal alle festhalten, 1,4 Liter Hubraum, 75 PS. Dreitürer, Sportware, ne? Because Race Car, ihr wisst Bescheid. Aber wie das so ist, bei Autos mit dem Alter, bei Autos, die schon den einen oder anderen Vorbesitzer hatten, bei Autos, die so günstig zu schießen waren, da gibt es einen Haufen Sachen zu tun. Aber dafür haben wir es ja getan. Dafür haben wir es getan. Wir wollen schrauben. Und das hier wird natürlich nicht das einzige Auto bleiben. Ihr seht da hinten noch den Mini Cooper. Auch der ist noch fällig. Ich würde sagen, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es spätestens jetzt Zeit, den Kanal zu abonnieren. Und wir fangen an mit dem Golf. So, Blick erstmal unter die Haube, ne, also beware of the big engine. Ja, 20 Jahre und nicht einmal den Motorraum sauber gemacht bekommen, dann sieht man halt so aus. Ne? Ist so ein bisschen, hast du das schon gesehen? Da ist irgendwann mal, da hat sich der Kunststoff desintegriert, der hat sich zerlegt, der ist porös geworden. Und eigentlich ist hier also so ein kleines Kunststoffding dazwischen und das sorgt dafür, dass wenn der Motor nachher wackelt, ne, der wackelt ja beim Laufen, das hier ist hier vorne fest, das wackelt nicht, damit es einfach schwingen kann, aber dass er die Kühlluft von außen, also die Ansaugluft, die kühle Ansaugluft da rein. Also vielleicht ist das auch demnächst noch ein Thema. Ich sagte ja, das Auto, ein permanenter Quell der Freude. Was man aber beim Fahren als allererstes gemerkt hat, ist, dass das Auto einfach fahrwerksmäßig hat es jetzt wieder sehr viel Potenzial zum Besserfahren. Aber das sehen wir am leichtesten, wenn das Auto dann oben ist, was ich meine. Der Golf hat für uns einige Themen offen, unter anderem die Achse, mit der fangen wir an, denn das ist etwas, was du beim Fahren sofort merkst. Ja? Und wenn man jetzt unter den Golf schaut, dann sieht man einfach, 20 Jahre haben da so ihre Spuren hinterlassen und eines der Themen sind die Aufhängungen hier drin, die Lager, die Dämpfer entsprechend natürlich. Und das wird Projekt Nummer 1 sein an diesem Golf. Das heißt, wir werden jetzt an diesem Golf, und ihr könnt dabei sein, Achse vorne neu machen und dann auch die Hinterachse neu machen. Und dann schauen wir mal weiter, was dann das nächste Projekt an dem Golf wird. Ich glaube, zu tun ist genug, aber das Auto muss vor allen Dingen sicher fahren und dazu gehört es dann, dass ausgeschlagene Achsgummis, ausgeschlagene Buchsen, und auch ausgeschlagene Traggelenk, dass die ausgetauscht werden. Und jetzt seht ihr es ja schon, da gibt es verschiedene Methoden, wie ihr jetzt so eine Reparatur machen könnt. So, und an der Hinterachse, ihr wisst das, die Hinterachse ist die spurstabilisierende Achse, wenn euer Auto nicht vernünftig geradeaus fahren will oder besonders empfindlich auf Spurwellen reagiert zum Beispiel, könnte einfach daran liegen, dass eure Hinterachse nichts mehr taugt. Was könnte da nichts taugen? Wir haben hier eine relativ einfache Aufhängung. Wir haben eine klassische Verbundlenker-Hinterachse. Wir sehen aber auch, dass die Federn, die wurden zum Beispiel schon mal neu gemacht. Denn auch das ist bei dem Golfen so ein klassisches Thema. Wenn ihr einen Golf habt, der auf der einen Seite hinten runterhängt, dann ist wahrscheinlich die Feder gebrochen. Federn wurden schon mal neu gemacht. Was noch nicht neu gemacht wurde und was man beim Fahren merkt, sind die hinteren Stoßdämpfer. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit euch gemeinsam auch die hinteren Stoßdämpfer öffnen. Die wichtigste Geschichte, bevor ihr jetzt anfangt zu schrauben, ist die Nummer 1, Rostlöser aufsprühen. Ihr spart euch unheimlich viel Zirkus, wenn wir schon mal all die Schrauben, an denen wir gleich losschrauben wollen, ein bisschen Rostlöser drauf machen. Ich habe dafür einen Stefan Stefanovic, die schnellste Ratsche südlich von Frammersbach, der spuckt da drauf. Nee, Quatsch, wir nehmen Rostlöser.
So, während Stefan also all die wichtigen Stellen schon mal einsprüht, zeige ich mal die Ersatzteile, die wir verbauen werden. Wenn ihr so auf meinen Tisch schaut, werdet ihr merken, hoppla, das ist ja alles nur Markenware. Sowohl Sachs als auch TRW als auch Lehmförder, das ist alles Markenersatzteile. Und lustigerweise ist es dankenswerter, nee, lustigerweise nicht, dankenswerterweise haben wir mit ZF einen Partner gefunden, der im Aftermarket all diese Ersatzteile nämlich anbietet. Und das ist die Qualität, die ich verbauen würde. Es soll ja auch günstige Marktplätze geben im Internet, wo man irgendwelche Ersatzteile kaufen kann. Am Ende, ich verstehe es, wenn es kostengünstig sein soll, die Reparatur. Deswegen machen wir es ja selbst. Aber es gibt Sachen, an denen spart man nicht. Zum Beispiel an der Sicherheit des eigenen Autos. Und deswegen so ein Stoßdämpfer, der ja eigentlich gar nicht Stoßdämpfer heißt, sondern der eigentlich Schwingungsdämpfer heißt. Ja, nur für mich nur Originalware. Das hier ist der vordere Stoßdämpfer, der Schwingungsdämpfer eigentlich heißt. Hier sind die beiden hinteren Stoßdämpfer drin, zu denen kommen wir dann ein bisschen später. Hier, guck mal. Das ist das ominöse Traggelenk. Dieses Traggelenk kommt dann mit den 3 Schrauben hier in den Querlenker rein. Und auf diesem Traggelenk, das heißt deswegen Traggelenk, weil dieses Traggelenk hinterher eure Achse oder eure Vorderachse trägt. Oder es ist ein Teil der Vorderachse. Was wir jetzt hier machen mit dem Ausbau der Vorderachse, dem Austauschen des unteren Querlenkers, des Stoßdämpfers, des Traggelenks etc., das ist nicht nur beim Golf 4 so. Ja? Eigentlich fast alle Fahrzeuge, die eine klassische McPherson-Vorderachse haben, brauchen genau die gleichen Elemente. Die haben unten einen Querlenker, die haben ein Traggelenk, die haben einen Stoßdämpfer, die haben auch ein Radlagergehäuse vorne, das zeige ich euch gleich nochmal. Machst du schon mal die Räder runter vielleicht, Stefan? Die sind alle, das ist überall das Gleiche. Und für mich persönlich ist es eigentlich immer nur wichtig, guck mal, auf diesem Traggelenk da vorne dran, da sitzt hinterher das Radlagergehäuse, da ist der Stoßdämpfer dran. Auf der Seite ist hinterher das Rad und auf der anderen Seite ist der Querlenker, der in die Karosserie reingeht. Und wenn ihr über die Straße fahrt, wenn ihr unterwegs seid und der Reifen ist der einzige, der Verbindung zur Straße hat, der überträgt seine Kräfte hier rüber, da drauf und dann hier drüber. Deswegen solche Teile für mich nur Originalersatzteile. Gleiches Thema. Mach ruhig weiter. Gleiches Thema. Guck mal. Das ist das obere Domlager. Das heißt, das kommt hier rein. Das trägt die Verbindung zwischen dem Stoßdämpfer und zur Karosse auf der oberen Seite. Das ist ein Kunststoff, ein Gummi. Du willst Schwingungen entkoppeln. Du hast ein Lager hier drin, damit sich das drehen kann. Aber auch diese Elemente würde ich immer nur von Originalteileherstellern, vom Markenhersteller nehmen. Weil das ist jetzt eine Arbeit, das auszutauschen. Und wenn du es billig kaufst oder wenn du es nicht original kaufst, dann machst du es halt in der kürzesten Zeit wieder. Ich weiß nicht, ob das Auto in den 20 Jahren schon mal Ersatzteile bekommen hat. Vorne an der Achse sieht alles aus, als wäre es die Original 20 Jahre alt. Dementsprechend. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum macht der Mann den ganzen Querlenker neu? Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen der Faulheit geschuldet, okay. Es ist aber auch so ein bisschen dem Thema geschuldet, dass man eigentlich gar nicht weiß, was hat der Querlenker in den letzten 20 Jahren schon mitgemacht. Und bevor ich jetzt die Action mache und mache die Querlenker raus, presse die alten Lager raus, presse neue Lager rein. Wir haben ja hier die Lager, das sind die Punkte, die wir eben angesprochen haben an der Karosse, am Fahrzeug. Die lagern den Querlenker, da haben wir wieder das Gummi, das entkoppelt die Vibrationen. Das sorgt dafür, dass der Querlenker sich allerdings bewegen kann, aber du willst die Vibrationen fernhalten. Diese Lager kann man auch rein und rauspressen bei dem alten, aber ganz ehrlich, für den Aufwand, den das Rein- und Rauspressen macht, habe ich schneller so einen Querlenker rein und raus gebaut. Schauen wir noch mal gemeinsam hier drauf. Was werden wir jetzt also machen? Bremse bleibt, aber Stoßdämpfer, der eigentlich Schwingungsdämpfer heißt, kommt raus. Feder hier vorne, bevor ich den Stoßdämpfer bestellt habe, habe ich geschaut, die Feder ist in Ordnung. Auch da, bevor ihr Ersatzteile kauft oder bestellt, schaut nach.
dass ihr wirklich alles bestellt habt. Ich werde hier auch die Manschetten neu mit reinmachen. Die schützen die Kolbenstange vor Dreck letzten Endes. Und wenn du sie vor Dreck schützt, dann schützt du sie auch vor Verschleiß, vor übermäßigen Verschleiß. Das sind so Sachen, die sind gar nicht so aufwendig, gar nicht so teuer. Die würde ich dann gleich in einem Aufwasch mitmachen. Also Stoßdämpfer kommt raus, Querlenker kommt raus und am Ende wird die Vorderachse neu gelagert sein an ihren Punkten, an denen sie sich mit der Karosserie verbindet. Dieser Punkt und hier dieser Punkt. Und die drei, die sagen dir letzten Endes vor allen Dingen, hat deine Achse vorne Spiel, hast du Schwingungen, hast du Vibrationen, läuft das Auto nicht geradeaus etc. Und wenn man vorne anfängt, dann macht man es, glaube ich, richtig. Das war Video Nummer 1. Video Nummer 2, Video Nummer 2, dann machen wir dann die richtige Arbeit. Schrauben wir das Ganze raus. Ihr dürft also auf gar keinen Fall vergessen, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr dürft auch nicht vergessen, nach dem zweiten Video zu schauen, wo wir dann anfangen zu schrauben, alles rausholen und das Neue wieder einbauen. Und ihr dürft auch auf gar keinen Fall vergessen, Hast du vergessen, was man nicht vergessen darf? Machst du dich lustig über mich? Nein, nein. Ihr dürft auf gar keinen Fall vergessen, MyHood zu besuchen. Denn dort gibt es das Video auch. Also entweder schaut ihr dieses Video ja auf MyHood, dann gehört ihr zu den Early Adoptern. Early Adopter sagt man, glaube ich, in der Branche. Ne? Die Leute, die also sehr, sehr früh dieses neue soziale Netzwerk, das euren Autos eine Identität gibt, abonniert haben. Oder ihr schaut das auf AutoHub, auf unserem Kanal. Dann will ich euch aber darauf hinweisen, dass wir all diese Videos zu unseren Projektfahrzeugen und zu dem, was wir in der Zukunft hier so schrauben, eben auch auf MyHood veröffentlichen. Wenn ihr also einen Überblick haben wollt, was mit dem Golf passiert oder mit den anderen Projektfahrzeugen, dann auf jeden Fall auch dem Link unter dem Video zur MyHood, der neuen Community für, naja, ich würde fast sagen, Facebook darf ich nicht sagen, aber sowas wie Facebook für Autos, aber ohne Facebook sozusagen. Ja? Ich glaube, notfalls piepen wir